Hallo zusammen, mit dem heutigen Tag ist die neue Suunto Race 2 erschienen. Ich konnte die Uhr schon 1,5 Wochen vorab testen, habe hier einige Laufeinheiten gemacht, war Radfahren, aber auch Kraftsport durfte hier nicht fehlen. Und ich möchte in diesem Video zeigen, was die Neuerungen der Race 2 sind. Die Suunto Race 2 erscheint dabei in zwei verschiedenen Varianten. Es gibt einmal die Stainless Steel Version, in diesem Fall in der Farbe komplett schwarz, also mit schwarzem Armband und schwarzem Gehäuse, aber dann auch grau ist mit dabei. Und es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein schwarzes Gehäuse mit einem orangenen Armband oder mit einem blauen Armband auszusuchen. Die Titan-Version erscheint dabei in zwei Farben, einmal in komplett schwarz oder in Titanfarben. Preislich bewegen wir uns bei der Stainless Steel Version bei 499 €, die Titan-Version wiederum kostet 599 €. Und wenn wir die Uhren jetzt mal genauer betrachten, in der Mitte mit dem orangenen Korallarmband haben wir hier die Suunto Race 2, die neu erschienen ist. Auf der rechten Seite haben wir das Vorgängermodell, die Suunto Race 1. Und auf der linken Seite mit dem Suunto-Logo hier, das ist die Race S, das heißt also die kleinere Variante. Und so kann man ganz gut sehen, wie die Größenunterschiede sind. Von der Größe her selbst ist die Suunto Race 2 mit 49 mm genauso groß wie die Suunto Race 1. Lediglich die Dicke ist etwas dünner, das heißt also, sie ist nur noch 12,5 mm dick, also 1,2 mm dünner als noch das Vorgängermodell. Änderungen gab es dann auch beim Display. Es fällt zwar jetzt nicht direkt auf, aber die Suunto Race 2 hat ein größeres Display bekommen. Besser gesagt, es ist von 1,43 Zoll von der Suunto Race 1 auf 1,5 Zoll angewachsen, aber die Pixelzahl ist mit 466 x 466 Pixel immer noch die gleiche. Und natürlich wird das Display wieder hier mit einem Saphirglas geschützt. Das heißt also, wenn du irgendwo mal hängen bleibst, passiert auch nicht direkt hier was mit dem Glas. Und wie ihr es von Suunto gewohnt seid, könnt ihr das Display auch wirklich sehr gut in der Sonne ablesen, selbst auf mittlerer Einstellung. Ihr habt nämlich 3 Helligkeitsstufen, die ihr auswählen könnt, und ihr habt auch die Option, das Always-On-Display zu aktivieren. Gewichtstechnisch ist die Suunto Race 2 auch etwas leichter geworden. Während noch die Suunto Race 1 mit Armband in der Stainless Steel Version 83 Gramm gewogen hat, so wiegt diese Uhr jetzt nur noch 76 Gramm. Bei der Titan Version ist der Unterschied jetzt nicht so groß. Da ist die Uhr von 69 Gramm auf 65 Gramm leichter geworden. Neben dem leichteren Gewicht und dem größeren Display bekommen wir dann auch ein Update, was den Prozessor angeht. Generell muss man sagen, dass die Menüs hier wirklich sehr gut durchlaufen. Es bleibt da nichts mehr stocken. Auch wenn ihr ein Widget auswählt, werden die Daten direkt angezeigt. Und das Kartenzoomen ist auch wirklich sehr, sehr gut. Das heißt also, die Daten werden auch direkt hier nachgeladen und du kannst dann alles hier in der Übersicht anschauen. Eine weitere positive Änderung im Bereich der Hardware gibt es dann auch beim internen Speicher. Während noch die Suunto Race 1 mit der Stainless Steel Version hier nur 16 GB für Offline-Karten an Bord hatte, so bekommt ihr jetzt auch mit der Suunto Race 2 in allen Modellen 32 GB angeboten. Das heißt also, du kannst hier wirklich sehr viele Karten auf deine Uhr speichern. Im Bereich der Konnektivität gibt es natürlich auch wieder einen Bluetooth-Chip mit an Bord. Damit kannst du zum Beispiel ein Leistungsmesser vom Radfahren verbinden oder auch einen Brustgurt. Oder wenn du es möchtest, dann kannst du auch eine DY2-Schaltung von Shimano verbinden. Dafür gibt es dann im Suunto Plus Store eine eigene App bzw. eine eigene Ansicht, die du dann während der Aktivität starten kannst. Und so hast du dann auch alles hier mit im Überblick. Und was mit dem Update neu hinzugekommen ist, das gibt es aber auch bei der Suunto Race 1, du kannst jetzt von den gleichen Typen auch mehrere Sensoren verbinden. Besser gesagt, wenn du zum Beispiel 3 verschiedene Brustgurte verbinden möchtest, dann hast du jetzt nun auch die Möglichkeit, das zu tun. Früher war das immer nur auf ein Gerät pro Art eingeschränkt. Natürlich darf bei der Suunto Race 2 dann auch nicht der barometrische Höhenmesser fehlen. Der ist mit einer Unwetterwarnung ebenfalls mit an Bord. Es gibt natürlich dann einen Kompass und die Uhr selbst ist auch bis 10 ATM wasserdicht. Das heißt also, du kannst auf jeden Fall ohne Probleme schnorcheln gehen, schwimmen gehen. Das wird alles hier mit der Uhr unterstützt. Im Bereich der Bedienung bekommt ihr mit der Suunto Race 2 einmal die Möglichkeit, das Ganze natürlich über Touch zu steuern. Könnt ihr einfach durch die verschiedenen Menüs durchgehen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, einmal mit der Krone rechts hier drauf zu drücken und auch hier zum Beispiel ein Widget draufzulegen. Dann bekommst du es direkt in der Übersicht und du kannst mit der Krone auch runter scrollen, um dir dann entsprechend dann die Daten weiter anzeigen zu lassen, die es dann hier in dem Widget gibt. Das ist aber noch nicht alles. Auf der Rücktaste hier unten könnt ihr was drauflegen, wenn ihr länger drauf drückt. Das heißt also ein Kurzbefehl, in dem Fall zum Beispiel den Wecker. Oder ihr habt auch die Option, die obere Taste zu belegen. Das heißt, als wenn wir länger drauf drücken, habe ich zum Beispiel jetzt die Taschenlampe, die wird dann hier eingeschaltet. Aber es gibt dann weiterhin auch die Möglichkeit, wenn du die Tasten schon belegt hast, diese auch umzuändern. Dafür müsst du einfach nur in die Einstellung hineingehen und dann kannst du das auswählen, was dir Suunto an dieser Stelle hier anbietet. Den einen oder anderen ist es schon aufgefallen, wir haben auch hier das neue Ziffernblatt. Hier oben sehen wir einmal unsere Trainingsbelastung, dann hier den Trainingsverlauf der letzten 4 Wochen. Ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, über den Suunto Plus Store weitere Zifferblätter herunterzuladen und ihr könnt dann auch jeweils die Komplikationen anpassen. Das ist auch weiterhin möglich. Generell muss man sagen, in den letzten 1,5 Jahren ist so sehr viel im Suunto Plus Store passiert. Und so gibt es jetzt auch für die Suunto Race 2 viele Applikationen, die du herunterladen kannst. Ich habe es ja schon erwähnt. Ihr habt zum Beispiel die Shimano-Schaltung, die ihr jetzt nutzen könnt.
aber auch viele weitere Hardware-Möglichkeiten werden jetzt hier unterstützt, aber auch viele Trainingsmöglichkeiten, Unterstützung für Radfahren, Wintersport oder auch fürs Laufen und Schwimmen sind jetzt hier mit dabei. Das heißt also, du kannst hier deine Uhr wirklich sehr gut individualisieren mit den Dingen, die du dann hier benötigst. Einziger Nachteil, auf der Suunto Race 2 werden nur bis zu 2 Suunto Plus Applikationen für eine Aktivität unterstützt. Das heißt also, wenn du mehr anzeigen lassen möchtest, ist es leider hier dann nicht möglich. Im Bereich der smarten Funktion habt ihr einmal die Möglichkeit, euch die Benachrichtigungen anzeigen zu lassen, die vom Handy hereinkommen. Das ist hier zum Beispiel einen neuen Journal-Eintrag von meinem Handy, das kann man jetzt ganz gut sehen, was da hier steht. So sieht das Ganze dann aus. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze auszuschalten, wenn ihr das nicht haben möchtet. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit, über die Uhr deine Musik zu steuern auf dem Handy, sei es über Spotify oder Apple Music, das ist überhaupt kein Problem. Kannst zum Beispiel die Lieder weiter skippen, sowohl während der Aktivität als auch beim täglichen Tragen. Und wie wir es von Suunto gewohnt sind, bekommt ihr natürlich auch das Wetter angezeigt. Das heißt also einmal die Tagestiefs- und Höchsttemperatur, aber dann auch der Verlauf der nächsten Stunden. Das heißt also, hier hast du dann auch alles mit im Überblick. Es gibt dann auch noch die gefühlte Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Ihr seht, hier sind dann wirklich alle Daten vorhanden, die man hier benötigt. Ebenfalls darf natürlich dann auch nicht der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang fehlen. Den bekommt ihr auch sehr schön angezeigt, einmal mit den Zeiten jeweils und natürlich auch hier, wo wir gerade stehen. Wir sehen hier, die Sonne geht jetzt gleich unter. Und auch hier sind weitere Details dann im Widget enthalten. Und wir sehen hier momentan zunehmender Mond, ist ebenfalls in Information mit dabei. Die Suunto Race 2 ist aber primär eine Sport- und Fitnessuhr. Und so bekommen wir natürlich hier ein Schritt- und Kalorien-Widget angeboten, bei dem ihr komplett den Tag in der Übersicht sehen könnt. Ihr seht hier, ich habe heute einen sehr entspannten Tag gemacht. Dabei kommt auch ein Überblick der letzten 7 Tage als ein Durchschnitt, beziehungsweise auch die Kalorien der letzten 7 Tage. Und ihr könnt euch dann auch Ziele setzen. Generell muss man aber sagen, dass die Kalorien etwas höher ausfallen als bei meinen anderen Sportuhren, so etwa so 5 bis 6% höher. Neben den Schritten ist aber auch der Schlaf sehr wichtig für die Erholung. Einmal bekommt natürlich einen Überblick über die letzten Nächte und wenn so ein kleiner orangener Balken ist, das ist einfach das Nickerchen bzw. das Nickerchen, was ich durchgeführt habe. Die Uhr erkennt das nämlich hier ohne Probleme und wird dann auch entsprechend dann aufgezeichnet. Wir sehen jetzt hier, die letzte Nacht waren 7 Stunden und 6 Minuten. Ihr seht dann auch nochmal, wie viel man vom Ziel weg ist. Das hat man dann fest definiert. Also es braucht auf jeden Fall mehr Schlaf für meine 8 Stunden. Ihr bekommt eine Übersicht über die Schlafqualität, die ausgewertet wird und natürlich dann auch die durchschnittliche Herzfrequenz, als auch die minimale Herzfrequenz wird erfasst. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind dann die Einschlafzeiten als auch Aufwachzeiten. Und da muss ich sagen, dass ich hier keine großen Abweichungen feststellen konnte. Das heißt also, das Schlaftracking hat hier wunderbar funktioniert. Neben dem Schlaftracking haben wir dann auch noch die Herzfrequenzvariabilität, ein wichtiger Bestandteil für die Erholung. Auch die Suunto Race 2 misst das Ganze für euch. Ihr müsst aber 14 Tage die Uhr tragen, um hier eine Grafik zu sehen. Ich blende euch einfach mal grafisch ein, wie das aussehen würde, wenn die 14 Tage rum sind. Ich habe die Uhr jetzt noch ein bisschen kürzer getragen, deswegen habe ich die Grafik noch nicht hier vorliegen. Neben der Herzfrequenzvariabilität gibt es dann aber auch noch den Ressourcenmonitor. Hier seht ihr dann nochmal euren Tagesverlauf, wie euer menschlicher Akku ist. Ihr könnt sehen, die 2 Balken, die hier fehlen, da habe ich die Uhr jetzt aufgeladen. Und da muss ich auch wirklich sagen, dass der Ressourcenmonitor hier teilweise sehr träge reagiert. Wenn ich einen stressigen Tag gehabt habe, dauert es wirklich lange, bis die Werte runtergehen. Die Garmin Body Battery ist hier deutlich besser, aber zumindest ist es eine gute Orientierung. Was aber neu auf der Suunto Race 2 ist dann das Erholungswidget. Das kennen wir schon von der Suunto Run. Und hier bekommt ihr einmal einen Überblick, ob ihr trainieren solltet oder auch nicht. Einflussfaktoren sind dabei hier dann vor allem die Herzfrequenzvariabilität. Und da gibt es natürlich die Vergleichswerte, als auch der Schlaf und eure Trainingsbelastung. Wir sind hier ermüdet. Mein Training war sehr hoch gegenüber den letzten Wochen, als dann auch, wie ich mich dann gefühlt habe, die letzten 7 Tage, sind hier Faktoren, die hier einfließen. Dabei muss man mal sagen, dass dieser Wert sich über den Tag hier fast nicht ändert. Also immer wenn ich drauf geguckt habe, war immer der gleiche Wert gestanden. Wenn du jetzt aber ein Workout innerhalb des Tages durchführst, geht es auf jeden Fall runter, also das wird mit reingenommen. Aber es ist jetzt nicht so ganz dynamisch wie zum Beispiel das Trainingsbereitschaftswidget, wie wir es von Garmin kennen, aber auf jeden Fall eine sehr gute Orientierung. Erwähnen muss man aber an dieser Stelle auch, dass die Suunto Race 1 als auch die Suunto Race S und die Suunto Vertical ebenfalls das Erholungswidget mit dem Update bekommen haben. Und da muss man auf jeden Fall Suunto loben, dass sie hier auch die alten Uhren, was das angeht, hier geupdatet haben. Im Bereich der Trainingswidget bekommt ihr natürlich mit der Suunto Race 2 wieder alles angeboten, was euch für ein gesundes Training hilft. Einmal bekommen wir natürlich das Ermüdungswidget. Sehen wir hier, dass ich mein Training hier deutlich erhöht habe. Das heißt also, ich muss ein bisschen zurückfahren, damit ich hier nicht in die Verletzung reinkomme. Das ist hier der rote Bereich. Ihr seht dann auch nochmal hier den Suunto Coach, der so ein paar Tipps mitgibt. Das auch weiterhin enthalten. Und du siehst natürlich dann auch hier nochmal, wie ich mich in den letzten Wochen gefühlt habe. Das war aber sehr gut gewesen. Darüber hinaus gibt es dann auch das normale Trainingswidget. Das heißt also, wie war meine wöchentliche Belastung.
und das geht dann immer von Montag bis Sonntag. Ich finde es etwas schade, dass Suunto hier nicht einen dynamischen Wert nimmt, also die letzten 7 Tage. Das fände ich nun mal viel interessanter, als dass es Montag dann immer hier resettet. Das heißt also, am Montag wird hier wieder 0 stehen. Es gibt dann auch eine Übersicht dann hier, wie das Training sich entwickelt hat. Wir sehen hier, dass ich auch deutlich drüber bin gegenüber der Vorwochen. Und wir sehen auch hier nochmal, wenn wir uns die letzten 6 Wochen anschauen, der CTL-Wert ist der 6-Wochen-Wert. Meine aktuelle Trainingsbelastung liegt bei 54 und wir liegen hier bei minus 25. Das haben wir gerade im Ermüdungswidget schon gesehen. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch das Fortschritt-Widget. Das heißt also, wie ist mein Trainingsfortschritt? Das darf natürlich dann auch nicht fehlen. Wir sehen hier eine Steigerungsrate und dass das Training moderat ist. Und wir sehen auch hier nochmal die Leistung bzw. VO2 Max wird hier angezeigt. Die ist auch sehr plausibel. Ihr bekommt dann auch ein Fitnessalter und ihr bekommt dann auch Laufprognosen für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und es gibt dann auch einen Laktatschnellenwert. Ich habe jetzt schon 4 Läufe gemacht. Man braucht mindestens 3. Ich habe aber auch so Trailläufe gemacht mit viel Stehen, wieder loslaufen. Das hat wahrscheinlich nicht gelangt. Und dann bekommt ihr ja noch den Laktatwert angezeigt. Und der ist dann ebenfalls mit dabei. Und ihr könnt auch nochmal eure persönlichen Einstellungen vornehmen. Eine der größten Änderungen haben wir aber dann im Bereich der Trainings, besser gesagt Trainingspläne. Ja, Suunto bietet endlich Trainingspläne an. Dafür müsst ihr eure Suunto-App updaten bzw. den neuesten Stand bringen. Und wenn wir jetzt hier auf den Kalender gehen, bekommt nämlich jetzt hier neben Tagebuch oben einen weiteren Eintrag, mein Plan. Das ist momentan alles noch aktuell im Beta-Zustand. Aber ich habe zum Beispiel hier einen Marathonplan angelegt, First Marathon. Momentan ist es noch teilweise auf Englisch, das liegt aber jetzt an der Beta. Zu einem könnt ihr auch sagen, ich möchte das Ganze hier mit Krafttraining durchführen. Dann bekommst du nämlich auch hier Krafttrainingseinheiten angeboten. Wir haben hier einmal den Kalender in der Übersicht. Gelb sind Laufeinheiten, rot sind Krafteinheiten. Und wir können auch sehen, einmal sieht man hier die Belastungen, die wir hier durchführen sollen. Aber dann unten auch einen Zeitplan. Das heißt also, ihr bekommt dann zum Beispiel angezeigt, welches Training ihr durchführen sollt. Ich habe es jetzt aber jetzt nicht so rigoros durchgeführt. Eher so aus Demonstrationszwecken, euch zu zeigen, was das alles hier kann. Das heißt also, hier sehen wir dann eine schöne Übersicht. Und wenn ihr ein Training absolviert habt, wird das dann auch hier als fertig mit eingerechnet. Und so habt ihr nun die Möglichkeit, hier eigene Trainings durchzuführen. Ihr bekommt dann aber auch eine Wochenübersicht angezeigt. Wenn wir jetzt dann hochscrollen, sehen wir nämlich auch hier, wenn wir auf den First Marathon gehen, sehen wir dann auch hier die verschiedenen Wochen und welche Ziele dann hier angedacht sind. Wie ist es dann aber mit der Sportuhr bzw. mit der Suunto Race 2? Ganz einfach, du gehst dann in die Aktivität hinein. Dann wirst du auch meistens schon gefragt, ob du heute das Training durchführen möchtest, was ansteht. Solltest du es aber versehentlich skippen, ist es kein Thema. Du kannst dann auf Suunto Plus gehen und dann gehst du runter auf Guides und da findest du alle Trainingseinheiten für die kommende Woche. Du kannst dann auch andere durchführen, falls du zum Beispiel einen Tag vorziehen möchtest. Das ist dann ebenfalls möglich. Und dann bekommst du ein geleitetes Workout. Besser gesagt, es wird dann auch die Zielherzfrequenz angezeigt, die du dann erreichen sollst während des Workouts. Ich hatte leider auch schon mal einen Fall, dass es nicht angezeigt worden ist. Da habe ich die Uhr einfach nochmal neu gestartet, dann hat es funktioniert. Wie gesagt, das ist momentan ein Beta. Aber so hast du nun mit der Suunto Race 2 die Möglichkeit, hier auch Trainingspläne durchzuführen. Aber auch hier die gute Nachricht, sowohl auf der Suunto Race S als auf der Race 1 hat man das ebenfalls nachgezogen. Das heißt also, auch hier ist die Neuerung dann enthalten. Es besteht aber weiterhin auch die Möglichkeit, nach Zielen zu trainieren. Das heißt also zum Beispiel Zeitziel oder Distanzziel. Du kannst weiterhin auch eigene Intervalle erstellen, beziehungsweise auch Intervalle auf der Uhr direkt ausführen. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Suunto Guides, auch hier Strava Live-Segmente zu jagen oder Training Peaks zu nutzen. Das wird auch weiterhin mit der Suunto Race 2 mit unterstützt. Im Bereich der Aktivitäten bietet die Suunto Race 2 auch hier wieder alles an Sportarten an, was Suunto hier zu bieten hat. Von Laufen, Radfahren, Traillaufen, Mountainbiken bis hin zu Wassersportarten oder Skisportarten ist hier wirklich alles enthalten. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit der Uhr Multisport zu betreiben. Das heißt also, wenn du in der Laufeinheit bist und länger rechts oben drauf drückst, dann kannst du zu der nächsten Sporteinheit gehen und hast auch die Möglichkeit, wie gesagt, hier Multisportarten aufzuzeichnen. Und ihr habt mit der Suunto Race 2 auch hier wieder die Möglichkeit, die Datenfelder so für die Aktivitäten einzustellen, wie ihr das haben wollt. So könnt ihr euch beim Laufen zum Beispiel Leistung statt die Pace anzeigen lassen. Es geht natürlich auch beides. Du kannst dann auch nach Laufleistung trainieren, das wird nämlich unterstützt. Oder beim Traillaufen oder beim Wandern kannst du die Anstiege und Abstiege anzeigen lassen. Es gibt auch eine grafische Darstellung für Herzfrequenz oder Pace, als auch für die Höhe. Oder mit dem neuen Suunto Zone Sense hast du auch die Möglichkeit, direkt zu sehen, in welchen Herzfrequenzbereichen du gerade trainierst. Das ist ebenfalls möglich. Und ich hatte es ja schon erwähnt, es gibt ja dann auch Offline-Karten auf der Suunto Race 2. Diese kannst du dann auch während der Aktivität anzeigen lassen, ohne dass du eine Navigation durchführst. Das heißt also, du hast dann auch immer alles komplett im Überblick. Und solltest du mal irgendwo querfeld einlaufen, dann hast du auch die Möglichkeit, auf der Karte während der Aktivität mit einem Lineal zu messen, wie weit der Abstand ist zum nächsten Punkt, wo du an dieser Stelle dann hin möchtest. Im Bereich der Navigation gibt es vieles Altbekanntes, aber auch Neues.
Altbekannt sind auf jeden Fall die Karten. Du bekommst nämlich hier wieder Offline-Karten angeboten. In dem Fall sind es topografische Karten. Dabei werden auch die Straßen hier von Bundesstraßen, normalen Straßen unterschieden. Trails sind mit dabei, Bahnlinien, Gewässer. Also man kann sich wirklich sehr gut mit den Karten orientieren. Was es leider nicht gibt, und ich hoffe, Suunto führt das irgendwann mal ein, sind dann hier Straßennamen. Große Änderungen haben wir dann auch im Bereich der Navigation. Und zwar beim Thema Abbiegenweise. In der Vergangenheit war es ja so gewesen, wenn du an einer Kreuzung standst, hast du einen Hinweis für die nächste Kreuzung bekommen und wusstest eigentlich gar nicht, was musst du jetzt an der aktuellen Kreuzung machen. Das hat Suunto jetzt an dieser Stelle geändert. Du bekommst nämlich jetzt direkt vor der Kreuzung oder besser gesagt 20 Meter vor der Kreuzung für die kommende Kreuzung angezeigt, in welche Richtung du abbiegen musst. Hier gibt es aber leider einen kleinen Nachteil. Die 20 Meter gibt es sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren. Beim Radfahren ist es auf jeden Fall viel zu knapp und da musst du auf jeden Fall mal nachbessern und auf jeden Fall die Abbiegenweise etwas früher anzeigen, damit man hier nicht falsch abbiegt. Und wie ihr es von Suunto gewohnt seid, könnt ihr natürlich dann auch wieder eure Routen direkt über die Suunto App planen. Da werden euch sehr schön auch die Steigung angezeigt. Du kannst auch Points of Interest hinterlegen, die dann während der Navigation angezeigt werden. Aber es werden auch die Schnittstellen zu AutoActive oder zu Komoot unterstützt. Das heißt also, die Sachen werden dann importiert, wenn du es verbunden hast und siehst dann ebenfalls hier die Steigung. Stichwort Steigung bzw. Höhe, da gab es dann auch eine kleine Änderung. Zu einem bekommst du jetzt hier während der Navigation einmal in der Gesamtübersicht sehr schön angezeigt, wie dann die verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Berge sind. Es gibt dann so Farbe Rot für ganz steil oder Orange für etwas weniger steil oder auch Grün für Abstiege. Und solltest du deine Route über Komoot oder über die Suunto App geplant haben, kannst du auch ganz reinzoomen und bekommst dann für den aktuellen Anstieg einmal den prozentualen Durchschnittsanstieg angezeigt. Der passt sich dann auch mit der Zeit an, umso weiter du den Berg vorankommst. Und du siehst dann auch die Reststeigung, das hast du dann alles hier mit im Überblick. Und es gibt natürlich dann auch die Option, die geschätzte Ankunftszeit auf dem Datenfeld anzeigen zu lassen. Oder du hast auch die Möglichkeit, wenn du in die Suunto App hineingehst und einen Punkt auswählst, dann kannst du über die App auch direkt eine Navigation über deine Uhr starten. Das ist dann auch möglich, falls du hier einen bestimmten Punkt anlaufen möchtest. Im Bereich der Akkulaufzeit hat sich bei der Suunto Race 2 gegenüber der Suunto Race 1 auch etwas getan. Sie ist nämlich besser geworden. Ich vermute, das liegt auch an einem besseren Prozessor bzw. energieeffizienter. So gibt Suunto nämlich hier eine Laufzeit fürs tägliche Tragen bis zu 18 Tage mit der Suunto Race 2 an. Bei der Suunto Race 1 waren es noch 16 Tage. Bei meinem täglichen Tragen, ich habe die Uhr jetzt hier im Always-On-Modus genutzt, mit der mittleren Helligkeit, Schlaftracking betrieben, Blutsauerstoffwerte gemessen, als auch die Herzfrequenz 24/7, kam ich jetzt hier auf eine Laufzeit von 13,5 Tage, also etwas kürzer. Das heißt also, wenn du das Always-On-Display ausschaltest, sind auf jeden Fall hier die 18 Tage ohne Probleme möglich. Das gleiche haben wir dann auch bei den Aktivitäten selbst. Ihr könnt dann bis zu 55 Stunden mit der Race 2 aufzeichnen, im besten GPS. Wenn wir dann vergleichen mit der Race 1, da waren es bis zu 50 Stunden, was auch schon ein guter Wert war. Und auch wenn wir weiter runtergehen, beim Tour-Modus zum Beispiel, sind dann auch längere Laufzeiten mit der Race 2 dann möglich. Aber es sind natürlich dann auch die Daten deutlich schlechter. Interessant bei den Aktivitäten sind aber natürlich dann, wenn man verschiedene Sachen mitnutzt, sei es jetzt zum Beispiel Suunto Plus oder auch ein Guide. So hatte ich zum Beispiel einen Lauf durchgeführt im Always-On-Modus, besten GPS, einmal mit Strava Live-Segmente und einem Trainingsguide. Und da kam ich auf einen Akkuverbrauch von 3,125% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von 32 Stunden. Ganz interessant wird es dann, wenn ihr im Always-On-Modus dann navigieren geht. Das verbraucht hier so ein Meister-Akku. Und da kam ich dann auf einen Akkuverbrauch von 8,4% pro Stunde. Da wären dann eine Laufzeit von knapp 12 Stunden möglich gewesen. Das heißt also, je nachdem, was ihr mit der Uhr macht, sind natürlich dann auch verschiedene Laufzeiten dann möglich. Insgesamt kann man aber sagen, mit der Suunto Race 2 könnt ihr auf jeden Fall hier sehr lange Touren durchführen. Hat einen sehr langen Atem, das ist auf jeden Fall hier kein Problem. Und wenn wir dann schon beim Aktivitätstracking sind natürlich auch die GPS-Daten interessant. Und so bietet uns die Suunto Race 2 natürlich auch wieder das L1 und L5-Band an. Das heißt also das beste GPS, was man auf dem Markt bekommen kann. Und wie wir es von Suunto generell gewöhnt sind, bekommen wir natürlich auch hier mit der Suunto Race 2 hier ein sehr gutes GPS-Bild aufgezeichnet. Sei es jetzt hier im Wald, also im dichten Waldwuchs, als auch im Freigelände ist überhaupt kein Problem. Es gibt überhaupt keine großen Abweichungen. Auch bei der Distanzmessung konnte ich jetzt keine größeren Abweichungen mit der Suunto Race 2 feststellen. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zur Herzfrequenzmessung, besser gesagt zu dem neuesten Sensor von der Suunto Race 2 und das ist für mich auch die beste Änderung der Uhr. Denn zu einem haben wir jetzt hier viel mehr LEDs verbaut als noch hier bei der Suunto Race 1. Können wir auch mal die Suunto Race S dagegen halten. Auch die hat noch hier den alten Sensor. Wir bekommen jetzt hier auch so eine Art Glasscheibe, das heißt also, es ist auch wirklich schön flach, es steht nicht mehr so weit raus wie noch bei der Race 1 und ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Die Suunto Race 1 hatte ja beim Erscheinen der Uhr hier Riesenprobleme, was die Herzfrequenzmessung angeht und generell war sie auch trotz Updates nicht immer optimal. Und das ist natürlich die Frage, wie schneidet die Suunto Race 2 ab? Als allererstes habe ich jetzt mal einen klassischen Lauf.
Wir schauen uns erstmal ganz kurz die Daten der Suunto Race 1 an. Wir können sehen, mit den Updates ist es wirklich sehr gut geworden, was uns die Race hier 1 mittlerweile anbietet. Wenn wir jetzt aber die Daten der Suunto Race 2 anschauen, können wir sehen, dass diese hier nochmal einen Ticken besser sind und der Verlauf des Brustgurtes hier wirklich sehr gut wiedergegeben wird. Als zweites habe ich dann hier auch einen Traillauf durchgeführt. Das heißt also, ich bin hier wirklich sehr viel gestanden, losgelaufen, habe dann auch was gefilmt. Ihr könnt sehen, die Herzfrequenz geht hier oft hoch und runter. Die Uhr hat am Anfang kurz Probleme gehabt, hier die Messung durchzuführen. Es gab hier so ein bisschen Abweichung, aber der Verlauf wurde dann hier hinten heraus wirklich sehr gut gegenüber eines Brustgurts auch hier wiedergegeben. Ein großes Problem der Suunto Race 1 war immer das Radfahren, sei es jetzt hier auf dem Asphalt oder dann hier zum Beispiel im Mountainbike oder im Gravelrad hier im Wald. Und wenn wir uns die Daten beim Gravelradfahren mal genauer anschauen mit der Suunto Race 1, können wir sehen, dass die Uhr durchweg hier Probleme hatte, wirklich Daten zu messen. Es ist nicht mehr so schlimm wie damals beim Test, aber auch nicht optimal. Ab 1 Stunde 17 ist dann die Abfahrt und können auch sehen, dass es hier große Abweichungen gibt. Anders sieht es dann mit der Suunto Race 2 aus. Diese hat hier beim Anstieg keinerlei Probleme gehabt. Es gab hier und da zwar auch kleine Abweichungen beim Gravelradfahren, aber die waren nicht so schlimm wie bei der Suunto Race 1. Ihr müsst euch denken, es kommen dann immer Schläge auf den Lenker und es gibt Erschütterungen auf der Uhr. Das sieht man aber dann bei 1 Stunde 17 bei der Abfahrt. Hier gibt es dann auf jeden Fall auch Messfehler gegenüber eines Brustgurtes. Anders sieht es dann aus, wenn du normal auf der Straße unterwegs bist, also mit dem Rennrad und jetzt nicht über schotteriges Gebiet fährst und keine Schläge auf den Lenker kommen. Da können wir auf jeden Fall sehr gut erkennen, dass die Suunto Race 2 hier deutlich besser performt als noch damals die Suunto Race 1. Das heißt also, hier kannst du auch dann mal ohne einen Brustgurt losgehen und bekommst dir wirklich sehr gute Daten angezeigt. Ganz interessante Werte bekommen wir dann im Bereich des Kraftsportes. Wenn wir uns die Suunto Race 1 nochmal anschauen, können wir sehen, trotz Update ist die Messung wirklich miserabel. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Oberkörpertraining gemacht mit viel Hanteltraining und können sehen, dass wir hier deutliche Abweichungen haben. Anders sieht es dann mit der Suunto Race 2 aus. Diese performt hier deutlich besser als noch die Suunto Race 1. Es ist nicht perfekt, aber auf jeden Fall solide. Auch bei meiner zweiten Krafttraining-Einheit, der ist sogar noch etwas besser gewesen, können wir sehen, dass die Verläufe hier beim Krafttraining mit der Suunto Race 2 hier wirklich sehr gut wiedergegeben werden. Das heißt also, wir bekommen mit der Suunto Race 2 den besten Herzfrequenzsensor, den wir je mit einer Suunto bekommen haben. Und dafür ist die Suunto Race 2 für mich auch die beste Uhr, die man momentan von Suunto auf dem Markt bekommen kann. Die Suunto Race 2 wirkt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht wie ein großes Upgrade, aber Suunto hat sich alles zu Herzen genommen, was die Kritik der Suunto Race 1 anging und hat hier wirklich die Verbesserung durchgeführt, sei es jetzt einmal vom internen Speicher, von einem flüssigeren Prozessor oder dann zum Beispiel auch die Abbiegenweise wurden optimiert, wobei wir alle Funktionen auch hier auf der Race 1 bekommen haben. Aber was auf jeden Fall das größte Upgrade ist, ist für mich hier der Herzfrequenzsensor. Das heißt also, hier kannst du dann auch auf jeden Fall ohne Brustgurt mal rausgehen und bekommst hier wirklich sehr gute Daten angezeigt. Du kannst auch gerne mal in den Kommentar schreiben, was du von der Suunto Race 2 hältst. Ist es für dich ein Upgrade wert? Oder ist es vielleicht für dich jetzt auch der Punkt, wo du sagst, okay, eine Suunto-Uhr wird für mich interessant? Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Suunto sehen möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Suunto, da habe ich auch mal die Suunto Run getestet. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals. Das siehst du, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bin ich in der Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.